jetzt stell dich nicht so an. Runter mit dem Träger. Sag mal, spinnst du? Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe gestern wohl ein bisschen überreagiert. Ich werde schreien. Schrei doch, da steh ich doch drauf. Du hättest mir ja wohl kaum deutlicher zeigen können, dass du Hannes schon längst aufgegeben hast. Das ist nicht wahr. Ach, Schwachsinn. Du kannst den Gedanken an meinen Sohn doch nur nicht ertragen, weil du ganz genau weißt, dass du ihn... Du gibst mir die Schuld an Hannes Tod? Sie haben mir ja vorhin schon gesagt, dass Sie bei der Eheschließung keine Gütertrennung vereinbart haben. Deshalb habe ich dieses Papier vorbereitet. Ja, danke. Herr Schneider, ich bin Ihnen mit meiner Bemerkung vorhin doch wohl nicht zu nahe getreten. Bitte? Ach so, nein, natürlich nicht. Obwohl, das muss ich zugeben, ich immer gehofft habe, irgendwie, dass vielleicht Susanne und Sie... Tja, Herr Brandner, wo die Liebe hinfällt. Susanne ist nun mal mit Carla zusammen. Ja, natürlich. Ich bin ein alter Idiot. Nein, Sie haben überhaupt keine Ambitionen auf meine Tochter, ich weiß. Woher wollen Sie... Inwiefern? Na ja, als Sie Susanne kennenlernten, war sie ja schon mit Carla von Lahnstein zusammen. Ja. Außerdem hätten Sie sich ja wohl kaum als Kindsvater für die beiden zur Verfügung gestellt, um diese Verbindung auch noch zu festigen. Ja. Obwohl, gerade das könnte ja eine Verbindung zwischen Susanne und Ihnen auch begünstigen. Wissen Sie, diese Frauenliebschaft. Herr Brandner, das ist wohl mehr als eine Liebschaft. Die beiden sind verheiratet. Ach, was eine Ehe heutzutage bedeutet, sehen Sie doch an mir. Nein, Susanne war immer mit Männern zusammen. Erst als Alex sie so verletzt hat, da hat sie dann das Lager gewechselt. Sie meinen, vor Carla hatte Ihre Tochter noch nie Beziehungen zu Frauen? Nein, niemals. Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, ich nehme Susanne ihr Lesbischsein nicht ab. Na, auf jeden Fall liebt Susanne Carla aufrichtig. Und das weiß ich ganz genau. Sie wird sie niemals verlassen. Und es wäre gut, wenn Sie diese Beziehung endlich akzeptieren würden. Es ist tatsächlich so, du gibst mir die Schuld? Nein, Doch, sonst hättest du ja wohl kaum so lange gezögert. Ansgar, wir waren immer ehrlich miteinander. Und jetzt kannst du auch sagen, wie es ist. Ich habe deinen Sohn auf dem Gewissen. Nathalie, ich würde nie versuchen, dir... Ich weiß doch ganz genau, dass du das denkst. Siehst du? Ich kenne dich doch. Ja, du hast recht. Ich bin schuld, dass Hannes verschwunden ist. Ich hätte ihn niemals aus den Augen lassen dürfen. Dann würde er jetzt hier sitzen und alles wäre gut. Jetzt hör schon auf. Aber ich habe nicht gut genug auf ihn aufgepasst. Das ist alles meine Schuld. Lass uns einfach nicht mehr davon reden. Hör auf! Lass mich los! Mach's doch nicht so kompliziert. Du wolltest doch weiter unter mir arbeiten. Das kannst du doch alles... Nein! Schrei schon, dich hört doch hier sowieso keiner. Du verfluchtes Miststück! Nathalie, hey. Was ist passiert? Ist Ansgar etwa immer noch sauer, weil du die Schaukel abgebaut hast? Ich kann ihn ja verstehen, es war falsch von mir, Hannes Sachen wegzuräumen. Also bei dem, was passiert ist, da gibt es kein falsch oder richtig. Ihr beide verarbeitet den Schmerz einfach jeder auf seine eigene Weise. Aber ausgerechnet ich hätte niemals so eigenmächtig handeln dürfen. Was meinst du damit? Ich habe Hannes auf dem Gewissen. Nathalie, sowas darfst du nicht mal denken. Dass Hannes verschwunden ist, war ein tragisches Unglück. Für das allein ich verantwortlich bin. Nein. Manche Sachen kann man nun mal nicht verhindern, auch wenn sie noch so schrecklich sind. Aber das heißt noch lange nicht, dass du einen Fehler gemacht hast. Doch.
Und Ansgar sieht das genauso. Dabei vermisse ich Hannes doch auch. Ich möchte jetzt allein sein. Die Abrechnung von den Getränken liegt hier hinten hinter der Kasse. Alles klar. Jo, mach's mal so. Ach, ich wollte Nico mal wieder zu so einem richtig schönen romantischen Film ins Kino einladen. Und dann mal gucken, was der Abend noch so bringt. Ja, wahrscheinlich so einiges. Hey! Was ist passiert? Hat's mit deinem Chef zu tun? Hat er dich wieder angerapscht? Er hat versucht, mich zu vergewaltigen. Stimmt so. Der Salat war sehr lecker. Danke, das freut mich. Lars! Lange nicht gesehen, was? Ja, hallo Angelo. Guten Tag, Herr Schneider. Wunderschön, Sie zu sehen. So gut gelaunt? Meine Schwester wohl nicht da. Daran liegt's aber nicht. Hast du Susanne heute schon gesprochen? Ich? Nein, wieso? Hätte ja sein können. Ich war bis gerade voll mit Termin und ich hätte gern gewusst, ob sich die Sache mit ihrem Vater noch geklärt hat. Ja, sieht nicht so aus. Weißt du mehr? Ich habe Herrn Brandner vorhin getroffen. Und wie hat er reagiert? Nein, lass mich raten. Er glaubt, dass diese Phase bei Susanne bald wieder vorbei ist. Sie muss nur dem richtigen Mann begegnen. Siehst du, ich kenne auch meinen Schwiegervater. Und er hat doch sicherlich wieder versucht, dich mit ihr zu verkuppeln. Nicht wirklich. Du hast ihm doch hoffentlich gesagt, dass das völlig absurd ist. Ja, sicher. Hallo, isst man nicht so viel. Das heißt, heute Abend kein Hunger mehr. Bin eh nicht da. Bist du bei Andi? Auf einer Überraschungsparty. Nikos Freund hat Geburtstag. Ah, Christian, du richte ihm meine Glückwünsche aus. Du, das ist ein guter Junge. Wie der neulich mit Andi in 0, nichts unseren Keller ausgeräumt hat. Ich fass es nicht. Bei dir braucht man nur ein paar Muckis zu haben und schon bist du begeistert. Ja, bin ich. Weil es dir nämlich nur auf Äußerlichkeiten ankommt. Was anderes zählt für dich nicht. Ach, Lisa, was soll denn das jetzt? Als Elisabeth dich verlassen hat, wer hat da sofort zu dir gehalten und ist sogar aus dem Schloss ausgezogen? Carla. Aber dich hat das überhaupt nicht interessiert. Stattdessen hackst du nur auf ihr rum. Weil ich ihr diesen solidarischen Akt nicht abgenommen habe. Und zu Recht. Inzwischen wohnt sie ja wohl wieder auf dem Schloss, oder? Aber doch nur, um für ihren Bruder und seine Frau da zu sein. Die haben nämlich ein Kind verloren. Ja, Gründe finden sich immer. Ja, genau wie bei dir. Carla könnte sonst was tun. Du lehnst sie ab. Und das nur, weil sie eine Frau ist und nicht dein perfekter Schwiegersohn. Also das ist jetzt Unsinn. Bei dir geht es doch da rein und da wieder raus. Aber soll ich dir mal was sagen? Deine Selbstgefälligkeit, die kotzt mich langsam echt an. Was erlaubst du dir für einen Ton? Dir ist es doch so egal, wie es Susanne dabei geht. Du merkst es noch nicht mal. Freche Göre. Selbstgerecht. Quatsch. Und dann? Dann hat er mich gegen die Wand gedrückt. Er hat gesagt, ich verliere meine Stelle, wenn ich nicht mit ihm... Er hat versucht, mich zu küssen und mich angegrapscht. Und es war so widerlich. Und dann? Ich habe mich gewehrt und geschrien, aber das hat ihn nur noch viel geiler gemacht. Und dann habe ich ihm eins verpasst. Wie? Ich habe ihm mit voller Wucht in die Eier getreten. Und hast du wenigstens richtig getroffen? Ja, ich denke schon. Gut gemacht. Ich hätte dich einfach nicht zu dem gehen lassen dürfen. Ich habe letztes Mal schon gesehen, wie der dich angestiert hat. Ich weiß, und ich, blöde Kuh, ich höre einfach nicht auf dich. Also ich hatte die ganze Zeit schon so ein blödes Gefühl und ich wollte einfach nicht mehr. Das wäre jetzt egal. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zur Polizei und dir schwanger anzeigen, Nico. Und das sofort. Komm. Ich habe meine Sachen im Studio liegen gelassen. Was denn? Meine Taschen, mein Portemonnaie. Ja, so einfach alles. Ich hol das Zeug, okay? Und du wartest hier. Kann ich dich so lange allein lassen? Ich beeil mich.
Christian, lass dich von dem Arsch nicht provozieren. Versprich mir das. Mach dir keine Sorgen. Sag mal, weißt du, wo Natalie ist? Was? Wie bitte? Ich suche Natalie. Oh, tut mir leid, die habe ich nicht gesehen. Hör zu, versteh mich jetzt nicht falsch. Aber falls du jemanden brauchst, zum Reden meine ich, dann bin ich für dich da. Wie soll ich das denn falsch verstehen? Naja, bislang haben wir uns ja nicht wirklich nahe gestanden. Ach so. Und jetzt machst du dir als Arzt natürlich Sorgen um meinen Gemütszustand, ja? Schon gut. Wenn du nicht willst. Leonhard, bitte. Es tut mir leid. Oh, da hat sich ja jemand in Schale geworfen. Sieht toll aus. Pass nur auf, dass Andi nicht eifersüchtig wird. Tja, wer weiß, vielleicht gebe ich ihm ja heute einen Grund dafür, wenn ich plötzlich auch die Frau meines Lebens finde. Ach, Lisa. Lisa. Hallo, mein Schatz. Gehst du weg? Ja, zur Überraschungsparty von Christian. Ich bin aber auch echt spät dran. Dann sieht's ja so aus, als hätten wir beide endlich mal wieder einen Abend für uns. Tut mir leid, ich bin mit Carla verabredet und auch gleich wieder weg. Ach, entschuldige, ich vergaß. Ich darf den Namen meiner Frau in diesem Haus ja nicht mehr erwähnen. Ach, Susanne, wenn du zu Carla fährst, kannst du mich dann schnell bei Andi absetzen? Ja klar, ich zieh mich nur Danke. Wie geht's Carla denn eigentlich? Und dem Baby? Das hat dich ja noch nie interessiert. Oh, dann interessiert's mich eben jetzt. Immerhin seid ihr ein Ehepaar und er oder sie wird schließlich mein Enkelkind. Wenn du willst, zeige ich dir das letzte Ultraschallbild. Oh ja, das würde mich freuen, wirklich. Sag mir, wie man damit fertig wird, ein Kind zu verlieren. Du musst es doch wissen. Also zwischen uns beiden gibt es einen entscheidenden Unterschied. Ihr habt immer noch euch beide, Natalie und du. Natalie glaubt, dass sie an allem schuld hat. Denkst du das auch? Ansgar, das stimmt nicht. Natalie hat Hannes geliebt wie ihren eigenen Sohn. Das ändert aber nichts daran, dass sie dieser Frau geholfen hat, auch wenn es nur für ein paar Minuten war. Ja, auch wenn es gut gemeint war, aber sie hat einfach nicht auf Hannes aufgepasst. Ich wünschte, sie hätte es nicht getan, aber dieser Gedanke verfolgt mich. Verrenn dich jetzt bloß nicht in Wenn und Aber. Davon wird Hannes ganz bestimmt nicht wieder lebendig. Und weißt du, was mich am meisten fertig macht? Dass alle glauben, dass Hannes tot ist. Was ist, wenn er noch lebt? Es kann doch nicht falsch sein, dass ich die Hoffnung nicht aufgebe. Ich kann dir leider auch nicht sagen, was richtig oder was falsch ist, aber eine Sache weiß ich ganz sicher. Du darfst Natalie jetzt nicht ausschließen. Sie braucht dich mehr denn je. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie darauf eine Antwort kriegen werde, aber ich kann einfach nicht aufhören, einen Schuldigen dafür zu suchen. Man glaubt ja immer, einem selbst passiert sowas nicht. Und dann, das war echt voll der Horror. Du musst aber unbedingt heute noch zur Polizei und eine Aussage machen. Wenn du möchtest, kann ich dich auch begleiten. Ja, ist vielleicht ganz gut, wenn ich meinen Anwalt dabei habe. Dieses miese Schwein werde ich auf gar keinen Fall davonkommen lassen. Gibt es einen Zeugen? Ich meine, hat irgendjemand den Übergriff gesehen? Nein, wir waren allein im Studio. Denkst du etwa, die glauben mir nicht? Doch, ganz bestimmt. Christian kann ja bezeugen, dass sich dein Chef schon mal verdächtig verhalten hat. Bleibt er überhaupt? Wie lange ist er denn schon weg? Schon seit über einer Stunde. Der wird ja jetzt wohl keinen Mist bauen. Der ist beim letzten Mal schon völlig ausgerastet.
Sie Ihr dummes Maul, okay? Spät dran diesmal, der Kleine, ne? Und nur noch die Sachen meiner Freundin. Was da geht? Nein. Hey, kannst du gleich mitnehmen. Was ist das? Ihre Arbeitspapiere, Sie sind entlassen. Oh, wie vorausschauend, wo der Laden eh bald dicht gemacht wird. Ich habe zumindest noch nicht erlebt, dass jemand aus dem Knast heraus ein Fotostudio leitet. Ich auch nicht. Ich bin aber auch nicht im Knast. Ja, alles eine Frage der Zeit. Und eins kann ich Ihnen sagen, Vergewaltigern geht's ja echt dreckig. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Deine kleine Schlampe hat mich doch heiß gemacht. Das kennst du doch vielleicht auch noch ein bisschen. Noch ein Wort. Ja, ja, na komm, schlag doch. Schlag. Ja, trau dich. Das bist du nicht wert. Ihr habt doch keine Chance. Die Bullen glauben euch kein Wort. Oh, Scheiße. Ja, dann werde ich einfach mal schauen, wo Natalie jetzt steckt. Ich muss dann auch los, mein Dienst beginnt gleich. Ah, Spätschicht heute. Ja, aber nichtsdestotrotz, du kannst mich jederzeit im Krankenhaus anrufen. Danke. Also. Ach, Leo, eins noch. Ich wollte dir noch was sagen. Ja? Dazu, damals, als Cecile gestorben ist, ich fürchte, ich war alles andere als fair zu dir. Ehrlich gesagt, es hat mir sogar Spaß gemacht, dich zu verletzen. Warum sagst du mir das ausgerechnet jetzt? Ich wollte mich entschuldigen. Wirklich, es tut mir leid. Okay. Ach, ich muss dann trotzdem mal los, sonst denken meine Patienten auch, sie kämen ohne mich aus. Ja, ja. Und, hörst du was? Mhm. Es raschelt. Wie es raschelt? Du mit deinem Pralin, nicht unser Baby. Das kann ich nämlich nicht hören bei dem Lärm, den du machst. Entschuldige. Seit wann stehst du überhaupt auf pfundweise Schokolade? Ist das noch immer die Hormonumstellung? Reine Nervensache. Im Holding ist die Hölle los. Bist du dir sicher, dass du dir nicht zu viel zumutest? Es geht im Moment nicht anders. Vater und Ansgar brauchen jede Hilfe. Wir beide brauchen dich auch. Und wir wollen nicht, dass du dich überanstrengst. Es wird auch nicht passieren. Weißt du, wer sich heute nach dir und unserem Baby erkundigt hat? Lars? Nein. Mein Vater. Was? Seit wann interessiert der sich denn für mich und unser Baby? Seit er dich als seine Schwiegertochter entdeckt hat. Das glaube ich nicht. Doch. Er lässt dir sogar Grüße ausrichten. Ja, aber wie kommt's? Keine Ahnung. Aber es sieht so aus, als würde er unsere Liebe endlich akzeptieren. Ja, oder er hat eingesehen, dass er 100 Jahre Ablehnung sowieso nicht durchhält. So lange willst du mich lieben? Auch noch viel länger. Ich habe dich überall gesucht. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Was ich sagen soll. Jede Entschuldigung klingt so hohl. Natalie, du musst gar nichts sagen. Hör zu, es tut mir leid, dass ich dich vorhin mit deinen Schuldgefühlen allein gelassen habe. Ich war vorhin noch mal am Rheinufer. Ich bin in Gedanken jede Sekunde noch mal durchgegangen. Ob ich irgendeinen Hinweis finde, was an dem Tag geschehen ist. Natalie, das hast du doch schon 1000-mal getan. Du darfst dich damit nicht mehr quälen. Hey, versuch doch einfach ein bisschen zu schlafen. Ne? Das kann ich nicht. Wenn ich besser auf Hannes aufgepasst hätte, dann... Hey, jetzt denk nicht mehr daran. Wir finden Hannes. Gemeinsam.
Es ist bestimmt was passiert. Vielleicht ist er doch ausgerastet, als er Mirko gesehen hat. Oder ist es jemand dazugekommen, oder? Es gibt bestimmt eine ganz simple Erklärung dafür. Und warum geht er dann nicht an sein Handy? Ich werde auf jeden Fall nicht länger hier rumsitzen und warten. Na gut, dann fahre ich hin und sehe nach. Ich komme mit. Ins Fotostudio, bist du sicher? Hey, Da bist du ja. deine Tasche auch. Wo warst du denn so lange? Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ja, die U-Bahn irgendwie ist stecken geblieben. Technische Probleme. Und was ist mit Mirko? Das willst du gar nicht wissen. Christian? Ich habe mich natürlich zurückgehalten, obwohl mir das sehr schwer fiel. Was meinst du damit? Das will ich gar nicht wissen. Was er über dich gesagt hat. Er hat gesagt, du hättest es voll drauf angelegt. Was? Oh, dieses perverse Schwein. Allein dafür hätte ich ihm zu gern eins verpasst. Gut, dass du es nicht getan hast. Naja, wenigstens besser als die Zigarette danach. Irgendwie ist mir gerade eher nach etwas herzhaft. Komm jetzt nicht mit Hering. Nein, Oliven. Ja, und ich soll sie holen. Ja. Sobald unser Kind da ist, hören diese Liebesbeweise sofort auf. Oh, natürlich. Und bring das Handy bitte gleich mit, dann können wir Lars anrufen. Wieso das denn? Ich habe dir vorhin vergessen zu erzählen, aber Lars hat bei deinem Vater für uns ein gutes Wort eingelegt. Was hat er? Ja, ist doch nett von ihm. Er hat oft genug von unserem Problem mitbekommen. Dabei hat Lars das Gefühl, dass er nach dem Gespräch überhaupt nichts erreicht hatte. Ganz im Gegenteil. Dein Vater hat ihm noch gesagt, dass er lieber ihn als mich an deiner Seite sehen würde. Also wenn es ein Junge wird, dann sollten wir ihn Lars nennen. Lars, der die Familie zusammenführt. Meinst du nicht, er mischt sich ein wenig zu viel in unser Leben ein? Wieso? Ja, nichts geht mehr ohne ihn. Lars hier, Lars da, ich kann's nicht mehr hören. Sag mal, was ist denn los? Hoffentlich klappt alles. Was soll denn da nicht klappen bei diesem Organisator? Du hast alles. Hör nicht auf ihn. Er hat das Bier organisiert. Ey, komm, das ist ja wohl das Wichtigste. Wow, das habt ihr echt super gestylt. Findest du? Absolute Spitzendeko. Naja, das sieht aber auch ganz lecker aus. Ja, das ist nur... Ich dachte, ich steuere eine Kleinigkeit zu eurem Event bei. Was heißt denn hier unser Event? Du feierst natürlich mit. Jetzt, wo ich schon bei euch wundere, das geht nicht. Natürlich bist du auch dabei. Echt? Ja dann. Danke. Könnten langsam Christian und Nico auftauchen. Naja, wer weiß. Vielleicht haben die beiden ja noch was anderes vor bis Mitternacht. Quatsch, Nico ist eingeweiht. Guten Abend, alle. Seid's? Gregor, hast du eine Ahnung, wo Christian ist? Nee, ich komme gerade von meiner Schicht. Bestimmt ist er schon auf dem Weg und jeden Moment hier. Ich bin echt gespannt, was er zu unserer Überraschungsparty sagt. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Bevor wir zur Polizei gehen, möchte ich noch mal eins kurz klarstellen. Du hast nur gesehen, wie dieser Mirko Schumann Nico an den Hintern fassen wollte. Was heißt denn hier nur? Der hat sie total lüstern angestarrt und war kurz davor, sie an den Arsch zu krapschen. Ich glaub dir ja. Aber bei den Juristen fällt das ganz schnell in die Kategorie interpretierbar. Und leider gibt es keine Zeugen. Soll das etwa heißen, ich kann mir die Anzeige sparen, weil der Typ sowieso davon kommt? Das soll nur heißen, dass die Beweislage sehr schwierig ist. Anzeigen musst du ihn auf jeden Fall. Und das am besten sofort. Lass uns gehen. Sind Sie Christian Mann? Ja, und was wollen Sie von mir? Hilger, Kripo Düsseldorf. Sie sind vorläufig festgenommen wegen versuchten Totschlags an Mirko Schumann.